der Zaun, der ist natürlich eigentlich nicht mehr vorhanden, der fällt jetzt schon um. Ja, heute haben wir hier auf dem Tierlebenshof wieder diverse Helfer, die versuchen, unseren Zaun hier in Ordnung zu bringen. Denn der ist leider kaputt, dadurch, dass er schon zigmal aufgeschnitten wurde. Und auch das Alter hat natürlich dafür gesorgt, dass er nicht mehr so ganz standsicher ist. Und darum machen wir erstmal einen Rundumschnitt, dass der Zaun frei ist und man überhaupt sieht, in welchem Zustand der ist, von der Außenseite des Grundstücks. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. So, jetzt müssen wir hier gleich durch den Zaun durchsteigen, den wir aufgeschnitten haben. Aus einem einfachen Grunde, weil wenn man sonst hier an den Weg wollte, müsste man da vorne die Straßenausfahrt drauf gehen, um die ganzen Häuser drumherum, um dann hier wieder rauszukommen. Und das wäre dann doch nochmal 500 Meter extra Strecke, die man immer hin und her laufen muss. Und darum haben die Leute hier erstmal den Zaun aufgeschnitten, dass wir hier rauskommen. Ja, und hier haben sie schon sauber gemacht. Das Problem ist, dass die Bäume ja durch den Zaun durchwachsen und der dadurch natürlich auch kaputt geht. Außerdem ist der Zaun Baujahr 1970. Das ist natürlich ich übrigens auch. So von daher, wir sind beide im schlechten Zustand inzwischen. Und man sieht unten diese Pfosten, die schon durchgefault sind, der Beton. Und da fallen die eigentlich alle um. Und hier haben dann noch irgendwelche Einbrecher den Zaun den Rest gegeben und haben aufgeschnitten und sind hier rein. Man sieht ja, dass hier alles aufgeschnitten ist schon mal. Da sind sie da eingestiegen, um hier irgendwas zu klauen. Und geht? Wunderbar. Ist das gut? Ja, sehr gut. Wunderbar. Genau richtig. So muss das sein. Ja, hier sieht man, dass dieser Zaun besonders schlecht ist. Der fällt ja wirklich zusammen. Und da haben wir von der Innenseite schon Paletten gegengestellt, weil da überall Löcher drin sind, die irgendwelche Leute reingeschnitten haben, weil sie dann natürlich aufs Grundstück kommen. Ja, hier sind wir jetzt an unserer Pony-Unterkunft von außen. Normalerweise können die eigentlich auch da hinten noch lang laufen, bloß da haben wir jetzt zugemacht, weil die sonst zu viel fressen. Und das Problem war, dass die Leute schon dachten, die sind tragend, aber die sind nicht tragend, sondern die sind einfach dick. Ja, wenn man hier guckt, hier entmüllen sich Leute. Guck mal, hier haben sie eine Glasscheibe hingeworfen. Ich meine, was soll das? Ja, wir machen Leute sowas. Das muss man wirklich sagen, ist doch eine Sauerei. So, und die haben die Leute praktisch dann die Tiere immer gefüttert und das mussten wir auch unterbinden. Darum haben wir hier diese Schilder ran gemacht. Denn die Leute haben ja weiches Brot gegeben, was Ponys nun gar nicht vertragen und Pferde im Allgemeinen. Dann haben die teilweise Pizza rübergeworfen. Ja, und noch schlimmer, es war sogar jemand vom Krankenhaus hier, ein Patient, der offensichtlich nicht ganz im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist und hat irgendwelche Psychomedikamente in Mohrrüben reingesteckt und dem Pony gegeben. Und wir haben uns gewundert, warum das immer so einen Kopf schüttelte und orientierungslos war. Also man muss einen vernünftigen Zaun haben, um die Tiere auch wirklich vor Leuten zu beschützen. Und dieser Zaun, man sieht, der ist wirklich nicht mehr so recht dafür geeignet. Das heißt, da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Und man sieht ja die Länge des Zauns, die wir benötigen. Von daher ist das natürlich auch ein Projekt, was wir irgendwann umsetzen müssen. Ja, und hier haben sie erst letzte Woche den Zaun aufgeschnitten, um da in die Halle reinzukommen und zu gucken, ob man da was zählen kann. Und dabei sind die Ponys dann hier entwichen. Natürlich auch ganz schlecht gewesen, dann liefen die hier auf dem Feld rum. Von daher, wir müssen wirklich einen massiven Zaun bauen, so einen Stabgittermattenzaun, den man nicht einfach so mit einer Schere zerschneiden kann, sondern der ein bisschen stabiler ist. So ist aufgrund der Länge, es geht bis da hinten zum Ende, man sieht das ja, sind ja 500 Meter und 500 Meter Zaun, die kriegt man halt auch nicht geschenkt. Und darum ist das auch ein Projekt, wo wir schon immer wieder seit Jahren versuchen, das umzusetzen und immer wieder ist irgendwas anderes dann doch wichtiger und dann kommt eben mal ein Stück Bauzaun ran, anstatt dass was Vernünftiges gemacht wird. Aber Flickwerk hat hier in dem Fall einfach keinen Sinn mehr. Und ich sage mal, erstmal sauber machen und ein vernünftiges Projekt machen und dann findet sich vielleicht auch einer, der uns da in dem Sinne sponsern möchte. Ja, auch hier die nächste Stelle, wo Einbrecher am Werke waren, wo wir den Bauzaun hier davor gestellt haben, auch da haben wir einfach aufgeschnitten gehabt voriges Jahr, sind hier rein und haben da so Aluplatten abgebaut von den Hallen. Und dann war das offen, da sind die Ponys auch rausgerannt.
Also von daher, ist hier wirklich schlimm. Aber so sind die Menschen halt. Ja, und hier nebenan entsteht jetzt ein Wohngebiet, bis hier direkt ran. Ah, jetzt ist es ein bisschen schlecht mit der Sonne, ne? Aber macht ja nichts. Schade. Ein Wohngebiet bis direkt ran und dieser Weg bleibt wohl als Spazierweg erhalten. Deshalb überlegen wir hier vielleicht mal so ein Plakate, so eine Großplakate zu machen und die hier ranzumachen. So. Vielleicht finden sich dann noch ein paar Interessenten für unseren Tierschutzverein. Ja, das ist alles Totholz, was wir haben liegen lassen hier, was wir nicht entsorgen, sondern das legen wir einfach hin, weil da bildet sich dann natürlich auch, wenn wir uns das von drinnen nachher nochmal angucken, so eine Art Kleinbiotop, wo ganz viele Käfer, Würmer und alles mögliche leben. Und auch Igel verstecken sich da. Also auch da ist es einfach sinnvoll, wenn man genug Platz hat, das alte Holz nicht wegzuwerfen, sondern es einfach liegen zu lassen. Und dann entsteht da auch gewisses Leben. Und man sieht ja, hier ringsherum wird alles planiert, platt gemacht. Dann bleibt hier noch der einzige Platz, wo die Vögel noch irgendwo in den Bäumen sitzen können, wo die Igel noch einen Zufluchtsort finden, mitten in der Stadt hier. Und das ist auch das, was wir erreichen wollen, dass wir so eine Art kleines Biotop in der ringsherum immer weiter wachsenden Stadt hier schaffen. Ja, hier haben wir das Problem natürlich, hier sieht man, der Zaun, der ist natürlich eigentlich nicht mehr vorhanden, der fällt jetzt schon um. Also wenn jetzt hier einer rein will, dann tritt er hier einmal dagegen und dann fällt das um. Und ja, also hier ist dringender Handlungsbedarf zur Sicherung des Tierhofs erforderlich. Sonst können wir gar nicht anfangen, überhaupt was Neues aufzubauen, weil wenn hier Material irgendwo hinstellst, klettern die abends hier über den Zaun und klauen das. Das ist also nicht unbedingt sinnvoll. Also hier, denke ich mal, müssen wir wirklich was machen. Hier werden wir erstmal behelfsmäßig was machen müssen, einen Pfosten setzen und den Zaun spannen müssen, aber so, dass wir im nächsten Jahr eventuell dann, falls wir irgendeinen lieben Menschen finden, der sagt, er unterstützt uns hierbei, diesen Zaun zu bauen. Ja, bis dahin müssen wir das mal irgendwie stabilisieren.